L1A oder E2-Visum, was ist besser, wenn du auf eine amerikanische Green Card umsteigen willst? Das wollen wir genau einmal in diesem Video näher betrachten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du dich damit beschäftigst, in die USA auszuwandern, dann überleg dir doch, ob du mit uns nach Texas kommst auf unsere Investoren- und Erlebnisreise. Ich selbst bin 2008 in die USA ausgewandert. Unser Office ist in Austin, Texas, und wir organisieren regelmäßig Reisen dorthin, wo wir dann zum einen einen intensiven Workshop machen. Da erzähle ich dir alles über amerikanische Visa, Steuern, Firmengründung, Banken und so weiter und so fort. Aber wir schauen uns natürlich dann auch Texas und besonders natürlich Austin hier vor Ort an, inklusive Barbecue, inklusive Live-Musik, inklusive einem Trip ins Hill Country, um uns dort die deutsche Stadt Fredericksburg anzuschauen. Du kannst deinen Partner hier ohne Aufpreis mitbringen und das Beste ist eine amerikanische Firmengründung und Betreuung im Wert von $3.500 geben wir dir auch noch dazu. Alle Details auf unserer Webseite. Link hier in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zum Thema. Ich würde sagen, fast 90% unserer Mandanten, die Unternehmer sind und in die USA umziehen und die wir dabei unterstützen, entscheiden sich entweder für ein L1A-Visum oder für ein E2-Visum. Jetzt ist natürlich eine wichtige Frage, von welchem dieser beiden Visa kann man eigentlich einfacher auf die Green Card umsteigen? Oder ist das egal? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Was genau muss man wissen? Das ist sehr wichtige Info für dich, denn das Ganze ist doch hier relativ verschlungen, will ich sagen. Es gibt hier nicht so viele klare Antworten dazu online. Deswegen werde ich dir hier in diesem Video alles genau erklären. Zunächst mal befassen wir uns kurz damit, was diese beiden Visa eigentlich sind, was die Unterschiede sind und für wen sie sich am besten eignen. Das L1A-Visum ist ein Transfer-Visum. Da muss es also ein Unternehmen im Ausland geben, sagen wir zum Beispiel mal in Deutschland, und dieses Unternehmen schickt dich dann in die USA, um in den USA ein Büro, eine Niederlassung etc. hier aufzubauen. Das E2-Visum ist ein Investorenvisum. Dafür muss es kein Unternehmen in Deutschland geben. Du kannst einfach sagen, ich investiere jetzt in den USA. Der Betrag ist nicht vorgeschrieben, aber man sagt so normalerweise $100.000 oder mehr. Du kannst ein bestehendes Unternehmen kaufen oder ein neues Unternehmen gründen, und weil du dann hier diese Investition gemacht hast, deswegen bekommst du das Visum. So, was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Visa? Nun, zunächst mal beim L1-Visum musst du nicht investieren. Das L1-Visum setzt aber voraus, dass du ein funktionierendes Unternehmen zum Beispiel in Deutschland hast. Und da sind die relativ spezifisch, die Amerikaner, und auch relativ altmodisch. Also jetzt einfach so eine Ein-Mann-Bude und ein paar Freelancer, das funktioniert nicht. Die erwarten schon, dass du dein richtiges Unternehmen hast mit richtigen Geschäftsräumen, mit festangestellten Mitarbeitern und natürlich auch mit dem entsprechenden Umsatz und Gewinn. Also ich würde mal hier so ganz grob sagen, mindestens 1 Million Umsatz und dann so 10 Mitarbeiter sollte man haben und ein richtiges Büro natürlich oder richtige Geschäftsräume. Vielleicht ist ja auch eine Fabrik und kein Büro. Das solltest du schon haben, damit das mit dem L1-Visum funktioniert. Ansonsten ist es eher schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn du jetzt ein ganz kleines Unternehmen bist, du das zum Beispiel alleine machst, dann wird es nicht funktionieren. Ja, oder sowas komplett Virtuelles, hatte ich ja vorhin gesagt, du machst das allein und dann gibt es ein paar Freelancer, die da im luftleeren Raum schweben. Also das ist nicht geeignet für das L1A-Visum. Diese Einschränkung gibt es beim E2-Visum nicht. Du musst hier kein Unternehmen in Deutschland haben. Du kannst eins haben. Jeder kann hier letztlich ein Unternehmen in den USA gründen. Jeder kann dort investieren. Jeder kann das Visum beantragen. Wenn ich hier sage jeder, dann muss ich das natürlich einschränken. Also E2 ist ein Treaty Investor Visa, also nur Staatsbürger jener Länder, die ein entsprechendes Abkommen mit den USA haben, können hier dieses Visum beantragen. Das sind ziemlich viele Länder, Deutschland, Österreich und die Schweiz gehören dazu, aber zum Beispiel Indien und China gehören nicht dazu. Das ist ein Vorteil des E2-Visums im Vergleich zum Beispiel mit dem großen Investorenvisum EB5, wo ja sehr viele Inder und Chinesen hier Anträge einreichen und deswegen dieses Programm regelmäßig sehr verstopft ist. Ein weiterer Unterschied zwischen L1A und E2 ist, wo diese Anträge bearbeitet werden. Das L1A-Visum wird ausschließlich in den USA hier bearbeitet von der Behörde. Du kannst damit auch Premium Processing beantragen. Das heißt, wenn du alle Unterlagen zusammen hast, die dein Anwalt hier zusammengestellt hat, dann kann man Premium Processing beantragen. Dann kriegst du innerhalb von 14 Tagen eine Entscheidung, ob das Visum hier approved wurde oder nicht. Beim E2-Visum wird das Visum im Konsulat, in der Botschaft der USA
bearbeitet. In Deutschland ist das Frankfurt oder Berlin. Hier gibt es kein Premium Processing. Das Ganze geht natürlich dort länger. Das L1A-Visum ist maximal bis zu 7 Jahre gültig. Es wird in der ersten Instanz für 1 Jahr ausgegeben. Das E2-Visum ist 5 Jahre gültig und kann dann beliebig oft verlängert werden, solange es eben das Unternehmen in den USA gibt. Das heißt, du kannst also mit dem E2-Visum letztlich auf unbegrenzte Zeit in den USA leben, unter der Annahme, dass du das US-Unternehmen einfach weiter betreibst. Beim L1-Visum ist nach 7 Jahren Schluss. Du kannst dann natürlich ohne weiteres ein paar Jahre später für ein anderes Unternehmen wiederum mit L1 in die USA kommen, aber eben ein Visum für ein Unternehmen maximal 7 Jahre lang gültig. Wenn wir uns das Ganze mal bisher anschauen, bis jetzt, und jetzt noch gar nicht mal die Green Card hier mit berücksichtigen, dann würde ich persönlich sagen, L1 ist auf jeden Fall einfacher als E2. Es ist schneller, du musst kein Investment machen. Also wenn du ein bestehendes Unternehmen in Deutschland oder in deinem Heimatland hast, dann ist meiner Meinung nach L1 die bessere Alternative. Natürlich, ich hatte es ja gerade eben gesagt, das erste Mal wird dieses Visum nur für 1 Jahr ausgestellt. Das heißt, realistischerweise musst du dann ziemlich schnell wieder ein neues Visum beantragen bzw. das Visum verlängern lassen. Auch das ist wieder Aufwand hier mit Anwalt und so weiter. Das ist mir klar. Ich würde aber dennoch sagen, dass im Großen und Ganzen das L1-Visum schneller ist, weniger Aufwand ist, auch mit weniger Kosten verbunden ist, weil du ja, wie gesagt, kein Investment tätigen musst. Bei beiden Visa übrigens musst du einen Businessplan einreichen. Beide Visa setzen zwingend voraus, dass du tatsächlich einen Betrieb in den USA aufbaust mit Mitarbeitern. Du musst also wirklich Mitarbeiter dort einstellen. Du kannst nicht einfach hier als Solo-Entrepreneur sagen, okay, ich mache das jetzt einfach mal hier ganz alleine oder stelle meine Frau noch an. Nein, es müssen hier US-Staatsbürger angestellt werden oder wenigstens Green Card-Inhaber. Also bisher, meiner Meinung nach, L1A ist besser. Ich hatte selbst zweimal auch L1A hier in den USA, war damit in den USA. Mittlerweile habe ich es nicht mehr. Ich habe mittlerweile eine andere Visumskategorie. Ich persönlich habe auch keine Green Card, denn die steuerlichen Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal, die steuerlichen Effekte davon will ich vermeiden, denn ich wohne mittlerweile nicht mehr Vollzeit in den USA und möchte die unbeschränkte Steuerpflicht in den USA vermeiden. Deswegen habe ich keine Green Card, deswegen habe ich auch keine amerikanische Staatsbürgerschaft. Kommen wir jetzt aber zu der Frage, welches Visum ist besser hier für die Green Card? Von welchem Visum kann ich einfacher, besser, schneller auf die Green Card wechseln? Und hier hat das L1A-Visum einen riesigen Vorteil, denn das L1A-Visum ist ein sogenanntes Dual-Intent-Visum. Ja, also beim E2-Visum handelt es sich um ein Non-Immigrant-Visa. Das heißt, das Verständnis ist, dass du wieder in dein Heimatland zurückkehrst, wenn das Visum abgelaufen ist. Du bestätigst den amerikanischen Behörden, indem du dieses Visum hier wählst, dass du nicht planst, für immer in den USA zu bleiben, sondern nur solange das Visum gültig ist. Natürlich, dann kannst du es immer weiter verlängern und damit erneuerst du dann letztlich hier dein Statement, dass du am Ende des Visums in die USA zurückkehrst. Und du musst auch nachweisen, dass du nach wie vor Bezüge hast in die Heimat, eine Wohnung, Verwandte, Familie. Beim L1A-Visum ist es anders. Beim L1A-Visum darfst du sagen, vielleicht will ich für immer in den USA bleiben. Ich gehe jetzt mal in die USA, schaue mir das Ganze an und vielleicht bleibe ich dort, vielleicht gehe ich zurück. Also Dual Intent. Du kannst 2 verschiedene Intentionen haben, bleiben oder gehen. So, und wenn du nun auf die Green Card wechselst, dann ist das natürlich ein großer Vorteil, denn der Wechsel hier auf die Green Card, und die Green Card ist ja ein Immigrant Visa, also damit planst du dann wirklich in die USA zu emigrieren. Ja, da bekommst du dann bei den Behörden mit dem L1A-Visum kein Problem, denn wie gesagt, du hast ja von Anfang an gesagt, vielleicht bleibe ich in den USA, vielleicht nicht. Beim E2-Visum ist es natürlich so, wenn du jetzt auf einmal sagst, naja, jetzt switche ich mal eben auf eine Green Card hier, ja, dann können die Behörden natürlich sagen, oh, was ist das? Sie haben doch bisher Stein und Bein geschworen, dass sie nicht in die USA emigrieren wollen. Was heißt das nun konkret? Sie möchten auch einmal doch in die USA emigrieren. Haben Sie möglicherweise gelogen? Und da besteht natürlich dann das Risiko, dass nicht nur der Green Card-Antrag abgelehnt wird, sondern letztlich auch das E2 nicht mehr verlängert wird. Wenn man es zumindest nicht richtig macht, ja. Natürlich gibt es dafür Lösungen und die werde ich jetzt gleich präsentieren, aber das ist das Risiko, das konkrete. Und wie wirkt sich dieses Risiko konkret aus? Nun, du kannst davon ausgehen, dass die Bearbeitung der Green Card sicherlich 1 bis 2 Jahre dauert. So angenommen, du hast jetzt das L1-Visum, du sagst ja maximal 7 Jahre gültig, dann kannst du nach einem Jahr in den USA bereits auf die Green Card switchen. Du behältst aber das L1-Visum weiter, solange der Green Card-Antrag läuft. Wie gesagt, ist ja Dual Intent. Beides hier lässt sich also miteinander vereinbaren. Sowohl
das laufende L1-Visum als auch der Green Card-Antrag. Du kannst also, solange dieser Green Card-Antrag läuft, diese 2 Jahre, die es vielleicht geht, kannst du jederzeit ausreisen, einreisen, wie du willst. Jetzt schauen wir uns einmal den E2-Fall an. Und hier gibt es jetzt einen ganz bedeutenden Unterschied und das ist ganz wichtig für dich zu verstehen. Der Green Card Prozess hat nämlich 2 Teile und während der ersten Phase des Green Card Prozesses, also solange der I-130 oder I-140 Antrag noch offen ist, kann man grundsätzlich weiterhin international reisen. Das heißt, du kannst also aus den USA raus und wieder in die USA rein. Sobald aber diese erste Phase abgeschlossen ist und der Antrag auf Statusanpassung, also das I-485 gestellt wird, darf man die USA vorerst nicht mehr verlassen. Denn dann verliert das E2-Visum seine Gültigkeit. Ja? Man muss im Grunde genommen dann das E2-Visum abgeben. Ja, also, das heißt, du bist in den USA und gibst dann das E2-Visum ab, damit du hier nicht den vorher beschriebenen Konflikt bei der Green Card hast. Das hat aber im Grunde genommen zur Konsequenz, dass du, wie gesagt, dann die USA nicht mehr verlassen kannst, bis du dein Reisedokument hier im Rahmen des Green Card-Antrages bekommst. So, die Wartezeit für dieses Dokument ist 3 bis 12 Monate und wie gesagt, in der Zeit könntest du dann die USA nicht verlassen. Realistischerweise muss man mit 8 bis 12 Monaten rechnen. So lange kannst du nicht ins Ausland gehen. Das hast du eben beim L1A-Visum nicht. Da kannst du ständig rein und raus. Falls ein Notfall eintritt, ja, also zum Beispiel ein Todesfall in der Familie oder ein medizinischer Ernstfall, kann man versuchen, eine beschleunigte Bearbeitung des I-131 zu beantragen. In solchen Fällen wird dann ein persönlicher Termin bei der Behörde notwendig und dann wird dem Antrag auch tatsächlich stattgegeben. Aber das wird auch ein paar Tage in Anspruch nehmen. Ja? Also das heißt, das ist sehr wichtig für dich zu verstehen. Ja? Du kannst von beiden Visa auf die Green Card switchen, aber du hast mehr Flexibilität, mehr Mobilität mit L1A als mit dem E2-Visum. Zu guter Letzt wollen wir uns auch noch mit der Frage beschäftigen, welchen Typ von Green Card man eigentlich beantragt. Es gibt ja hier die verschiedensten Typen. Wir haben auch schon über die verschiedensten Typen Videos gemacht. Was ist denn so eigentlich die typische Art von Green Card, auf die man hier wechselt von L1A oder eben dem E2-Visum? Tatsächlich kann man hier einfach auf EB1C wechseln, unter der Annahme, dass du der Geschäftsführer dieser neuen Niederlassung bist, die du ja selbst in den USA eröffnet hast, beziehungsweise dieser Tochtergesellschaft. Der große Vorteil ist, es gibt hier keinen Arbeitsmarkttest. Das heißt, man muss hier nicht extra noch die Position hier ausschreiben auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt und du hast eben eine relativ schnelle Bearbeitungszeit. Was ist jetzt mit E2? Also hier übrigens interessanterweise genau das Gleiche. Also dieses EB1C, das geht auch hier mit dem E2-Visum unter der Annahme, aber dann wieder allerdings nur, dass du die entsprechende Firmenstruktur hast. Ja, wir haben ja vorhin gesagt, beim L1 ist die Annahme, dass es in Deutschland oder irgendwo sonst eine Firma gibt. Diese Firma eröffnet eine Niederlassung in den USA oder eine Tochtergesellschaft. Beim Umstieg auf die Green Card ist es natürlich auch weiter wichtig, dass diese deutsche oder ausländische Firma weiter bestehen bleibt, weiter Business macht, Umsätze hat, Mitarbeiter hat und so weiter und so fort. Das musst du auch nachweisen. Ja, du kannst sicher mal sagen, ich mache jetzt die deutsche Firma dicht, weil ich in den USA bin. Das geht eben nicht. Ja, das heißt auch im Falle eines Wechsels von E2 auf diese Green Card ist natürlich dann im Grunde genommen genau diese L1A-Struktur mit ausländischen Unternehmen, Mitarbeitern, Geschäftsräumen, Umsatz, Kunden und so weiter notwendig, damit du auf diese Green Card wechseln kannst. Wenn du jetzt nicht ein ausländisches Unternehmen hast, sondern im Grunde genommen einfach ein Unternehmen in den USA hier gegründet hast, in das du investiert hast, dann werden hier andere Green Card-Typen eher in Frage kommen. Da haben wir zum Beispiel EB2, National Interest Waiver, haben wir auch schon ein Video drüber gemacht. Vorteil hier, du brauchst keinen Arbeitgeber in den USA, keinen Sponsor. Du kannst dieses Visum einfach beantragen, diese Green Card aufgrund deiner Erfahrung, deiner Qualifikation. Wenn du ein Spezialist bist, der in den USA hier nachgefragt ist, dann bekommst du diese Green Card. Wir haben zum Beispiel einen Mandant, der ist ein Pilot für Airlines, der hat dieses Visum bekommen. Du musst jetzt hier nicht irgendwie eine Koryphäe im Forschungsbereich sein oder Nobelpreisträger, sondern du musst einen Beruf haben, eine Ausbildung haben, Berufserfahrung haben, die eben hier in den USA gefragt ist. Dann gibt es auch noch EB3 Perm. Das ist dann schon wieder ziemlich kompliziert. Da muss dann tatsächlich der Job zunächst mal in den USA inseriert werden. Das ist dann hier ein ziemlich strenges Verfahren. Und dabei muss dann festgestellt werden, dass im Grunde es niemanden in den USA gibt, der diese Qualifikation hat. Und wenn du dann derjenige bist, der sie hat, dann kannst du deswegen die Green Card beantragen. Meiner Meinung nach EB1C sicherlich das Beste und zweite Priorität hätte bei mir EB2 National Interest Waiver.
Jetzt für dich also ein ganz wichtiger Punkt, wenn du planst, in die USA auszuwandern als Unternehmer. Du solltest dir von vornherein überlegen, wenn du die Option hast, also wenn du ein gut funktionierendes Unternehmen in Deutschland oder in deinem Heimatland hast, dann solltest du dir tatsächlich von vornherein überlegen, will ich später die Green Card beantragen oder nicht? Wenn du die Green Card sicherlich beantragen willst, das heißt, wenn du vorhast, mit deiner Familie hier für immer in den USA zu bleiben, würde ich dir ganz stark raten zur L1A. Wenn du sowieso kein Unternehmen hast und du hast sowieso keine Alternative, dann ist E2 natürlich auch gut. Du hast es ja gesehen, das ist dann eben ein bisschen komplizierter. Du hast eingeschränkte Reisetätigkeit und sowas. Darauf muss man sich einfach vorbereiten. Aber im Grunde genommen von beiden Visa kann man umsteigen. L1A ist aber deutlich einfacher. Wenn auch du dich mit dem Thema USA auseinandersetzt und dahin gerne auswandern möchtest, dann würde ich mich freuen, natürlich mit dir ein Beratungsgespräch zu führen oder dich in Texas zu begrüßen. Zu beidem findest du den Link hier in der Beschreibung dieses Videos. Ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Wir helfen seitdem Mandanten dabei, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz das Gleiche zu tun, Unternehmen zu gründen. Wir helfen bei der steuerlichen Betreuung, bei der Beschaffung der Visa. Wir arbeiten da mit Top-Immigration-Anwälten zusammen, die schon für sehr viele Mandanten die Visa beschafft haben. Wir können dir hier mit deiner US-Expansion umfassend helfen und ich würde mich freuen, auch dich schon bald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.